Hallo Frau Traut. Hallo. Wir sind jetzt ungefähr 5 Monate nach Ihrer FFS. Also Ja. ich hätte ein paar Fragen. Die erste ist, welche Probleme hatten Sie? Warum wollten Sie eine Gesichtsfingerung machen lassen? Umso älter das ich wurde, umso maskuliner und männlicher wurde mein Gesicht. Oder vielleicht wurde ich ja einfach über die Zeit unzufriedener mit dem maskulinen Gesichtsausdruck und das wollte ich einfach feminisieren. Und warum haben Sie mich als Chirurg ausgewählt? Sie haben sehr gute Referenzen, ich habe viel über Sie gelesen. Ich kenne auch Personen, die bei Ihnen schon die Operation machen ließen und auch vom Preis her ist vernünftig, sage ich es mal so. Und ja, das hat mich bewogen, bei Ihnen vorzusprechen und dann auch bei Ihnen die OP machen zu lassen. Mhm. Und was hatten Sie von dem Ergebnis? Ich bin sehr zufrieden, sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Ja, Das Passing ist jetzt deutlich besser? ist deutlich besser, ja. Ja? Ja, also bei mir war oft durch die Größe auch und einfach mit der Stimme ein bisschen, wo die Leute doch nochmal nachgeschaut hatten, wo kommt die Stimme jetzt her oder so. Und dann sind die oft länger an meiner Statur, in meinem Gesicht hängen geblieben, sage ich mal so, was mittlerweile jetzt nicht mehr ist. Also die schauen dann rum und denken, okay, alles in Ordnung. Ja. Und wie war die Heilung? War gut, hat nur bei mir, so wenn man die im Vergleich zu den Berichten von anderen, relativ lange gedauert. Ich glaube jetzt noch ein bisschen, wo ich denke, leichte Schwellung. Es hat sehr lange gedauert, aber bei mir dauert es allgemein recht lange, bis so Prellungen, Schwellungen abhalten. Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis Sie wieder Also arbeitsfähig waren? Gearbeitet hatte ich wieder im Anfang Januar. Ja, das ist dann nach 2 Monaten? Knapp drei. Ja, knapp. Das ist wirklich lang. Ja, Ja. genau. Ja. Gut, war Weihnachten dann dazwischen, wo ich sowieso Urlaub hatte. Okay. Und hat es irgendwelche Komplikationen gegeben? Nee, Komplikationen gab es keine. Ja. Nee. Schmerzen? Nee, nur so ein bisschen Spannung oder so ein Druck von der Straffung der Haut oder neue hochziehende Haut. Genau. Ja. Bevor Sie zu mir gekommen sind, haben Sie sich auch vorher-nachher Bilder und Ja. Videotestimonials angeschaut? Ja. Immer wieder recht häufig. Auch immer ich bin in Ihrem Newsletter angemeldet, immer wenn neue Bilder und Videos kamen, habe ich die angeschaut. Hatte auch immer diese Vorher-Nachher-Bilder von Ihnen, die ich dann hatte, angeschaut. Ja. Und warum ist es so wichtig? Ja, ich finde, es ist ein komplizierter, oder was heißt, ein schwieriger Eingriff im Gesicht. Und ich wollte mir einfach sicher sein, ob ich das auch wirklich möchte, dahinter stehe. Genau, das ist so der Hauptgrund. Man braucht schon Vertrauen zum Arzt. Genau, Vertrauen auch, ja, genau. Ja. Und auch zu sehen, was kann man bewirken mit so einer Operation. Mhm. Und die Ergebnisse waren alle sehr gut. Das hat mich dann das hat mich dann bestärkt, den Weg auch zu gehen. Sie waren dann auch eine Woche in unser Gästehaus? Ja. Wie war das? Sehr schön. Also ich kann sagen, einerseits wie ein Hotel, man wird super versorgt, man bekommt alles. Und andererseits ist es sehr familiär, man fühlt sich auch wohl. Ja, und die Petra versorgt dann halt super und macht auch die Atmosphäre sehr schön und angenehm und sehr kurzweilig. Mhm. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP, mal Kontakt aufnehmen möchte mit Ihnen, wäre das okay? Ja, kein Problem. Das ist lieb. Ja. Vielen Dank für das Ja. Interview. Bitteschön.